So, jetzt wollen wir uns noch mal angucken, wie wir das Gaseinsparpotenzial beim Roboterschweißen, also beim automatisierten Schweißen, messen können, also ermitteln können, wie viel Gas man einsparen kann. Gerd, erklär's, wie läuft's? Also grundsätzlich nichts anderes wie vorhin beim Handschweißarbeitsplatz, alles identisch. EWR sitzt jetzt hier auch an der Gasentnahmestation. Hier haben wir jetzt einen Druckmindrer in Manometerausführung. Genauso mit Strom versorgt, genauso einfach hier direkt dazwischen geschaltet in das Gassystem, mit der Software entsprechend verbunden. Und ja, Vorgehensweise wäre jetzt wieder gleich wie vorhin. Jetzt gucken wir erstmal, was passiert denn? Wie sind die Randbedingungen? Dazu mache ich natürlich jetzt hier mit dem Gasmessrohr wieder den Gastest. Ich würde mal schauen, okay, eingestellt sind 10 Liter. Also nichts Abweichendes, eigentlich alles in Ordnung. Und so würde ich jetzt auch sagen, wir ermitteln jetzt auf Basis von dem den tatsächlichen Istwert. Wie hat der Kunde bisher immer geschweißt? Genau, und hier steht jetzt schon auf dem EWR, das habe ich ja eben schon gelernt, Bypass. Das bedeutet, es wird jetzt geschweißt und das Gas fließt nur durch. Das EWR hat keine Funktion. Wir messen aber den Gasverbrauch, den man im Normalfall ohne EWR hat. Ganz genau. Okay. So, also jetzt haben wir vom Prinzip her das gleiche Bauteil wie vorhin beim Handarbeitsplatz. Haben wir jetzt hier an der Automationsanlage, hier entsprechend gespannt und natürlich jetzt in dem Fall hier einfach vorgeheftet. Das Schöne, jetzt beim automatisierten Schweißen, jetzt können wir natürlich das Einsparpotenzial auf 10 Liter genau ermitteln. Jetzt haben wir immer die gleichen Voraussetzungen, immer gleiche Schweißbahn, gleiche Schweißgeschwindigkeit. Und jetzt sind wir wirklich exakt und hier können wir dann wirklich auf einen Prozentpunkt das Einsparpotenzial ermitteln. Ja, beim Automatisieren geht es ja immer um die Reproduzierbarkeit, wie du eben schon gesagt hast. Alle Parameter, alle Schweißgeschwindigkeit, Schweißbahnen sind vorgegeben. Ich würde dann jetzt entsprechend unsere Aufzeichnung starten. Wir sind also im Bypass, EWR ausgeschaltet. Ich aktiviere das Monitoring, wieder meinen Ablageordner für die Daten, wieder den 150 Ampere Messstand und würde dann in dem Fall jetzt den Log starten. So, Schweißprogramm ist durch. Ich schließe und speichere das Ganze. Man erkennt jetzt wieder ähnliche verbrauchte Gasmenge wie vorhin beim Handschweißen, knapp 7 Liter. Was jetzt hier wieder auffällig ist, also klar am Schweißanfang die Gasspitzen und die lange Zeit, bis sich der Staudruck im Gasschlauch aufgebaut hat. Also hier haben wir bestimmt auch einiges an Einsparpotenzial. Dann machen wir jetzt die gleiche Aufzeichnung mit aktivem EWR. So, also Istwert haben wir jetzt mit unserer ersten Aufzeichnung ermittelt. Jetzt die zweite Aufzeichnung. Hier machen wir jetzt EWR 2 aktiv, das heißt, ich schalte es ein. Ich bin jetzt hier im Status grün, alles in Ordnung und würde entsprechend jetzt wieder meine Aufzeichnung starten. Also das Schweißprogramm beendet, dann machen wir Log Stop und speichern. So, das war jetzt also die zweite Messung mit aktivem EWR. Man sieht jetzt gleich, wir haben jetzt wieder eine verbrauchte Gasmenge von knapp 4 Liter. Also das heißt auch Einsparpotenzial knapp unter 50 Liter, 50% in dem Fall. Was man deutlich wieder sehen kann, keine Gasspitze am Schweißanfang und jetzt macht das Magnetventil schnell zu. Das heißt, wir haben jetzt auch hier großes Einsparpotenzial und ja, passt soweit. Ich könnte jetzt hier mir auch gleich nochmal die vorige Aufzeichnung anschauen.
So war also der Ist-Zustand beim Kunde. Es waren diese knapp 7 Liter Verbrauch für das Bauteil und entsprechend hier die Gasspitze.